Willkommen zu Frequent Traveler TV, heute wieder mit einer frisch gepressten Sendung für euch hier aus Kalifornien. Themen, die wir haben, ja, GTF-Probleme auch beim E2 von Embraer, logischerweise, wenn es die beim 320er gibt und Konsorten, Neo natürlich, dann natürlich auch bei den Freunden von E2. Flugzeugbau, ja, Boeing kommt auch langsam aus der Krise, aber mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Wir haben wieder eine Promotion und zwar von den Freunden Air France, KLM, Flying Blue. Ihr könnt selber entscheiden, ob dieses Subscribe to Miles interessant ist oder nicht. Und Lufthansa Group Flugsicherheit, Powerbank, ein Thema, was die Lufthansa groupweit angegangen ist. Was ja auch Sinn macht, dass nicht jeder seine eigene Regelung hat. Gehen wir auch drauf ein. Ihr denkt dran, wie immer den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, einen Like dazulassen, aber auch natürlich wie immer zu kommentieren, abonnieren und Like dazulassen. Die Freunde von Pratt & Whitney haben mit ihren Triebwerken ein echtes Thema. Und zwar die Triebwerke PW 1100G und PW 1900G haben Probleme bei Starts und unter Vereisungsbedingungen. Und das kommt ja jetzt im Winter öfters vor. Kritisch sind der gefrierende Nebel, aber auch die schlechte Sicht und die niedrigen Temperaturen. Jo, Eisregen halt, ne? Es kommt zu Verdichter-Strömungsabrissen, also Kompressorstall im Bodenbetrieb. Und betroffen sind natürlich alle Airbus A320 Neos mit PW 1100Gs. Da gibt es ja die Beschränkung seit Ende 2026. Gefrierende Nebelsicht unter 150 Meter. In Brasilien bei der ANAC, also bei der Embraer 190 E2 und 195 E2, erlässt verbindliche Lufttüchtigkeitsanweisungen. Heißt also, man ist dort strenger als bei Airbus. Kein Anlassen, kein Betrieb, wenn Bodennebel, Sicht unter 110 Metern und Temperatur weniger als plus oder gleich 3 Grad, also plus 3 Grad. Risiko Ausfall mehrerer Triebwerke in der Startphase, möglicher Kontrollverlust, besonders kritisch Start ist natürlich das Problem, weil Start ist einer der gefährlichsten Flugphasen, die wir haben. Und die ANAC sagt, an PW 1100G Triebwerken traten im Bodenbetrieb bei Eisnebelfälle von Verdichterströmungsabriss auf. Ein instabiler Luftstrom kann zu einem Ausfall mehrerer Triebwerke in kritischer Startphase führen. Ja, Airbus informiert die Betreiber logischerweise. Ja, GTF-Triebwerke haben entweder ein Designproblem oder ein Betriebsproblem. Was sagt ihr, ist das ein Design- oder ein Betriebsproblem? Und wie gravierend ist das Thema wirklich vielleicht von euch jemand, so ein Hobby-Triebwerksbauer mit Armchair-CEO-Qualitäten für Triebwerke, kann dazu was sagen. Ja, Boeing, die kommen langsam wie so ein Eichhörnchen. Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen ja aus der Krise. Und 600 Flugzeuge wurden ausgeliefert in 2025. Im Vorjahr war es ein noch stärkerer Einbruch, 348 Flugzeuge, nur wir wissen ja warum. Und Airbus hat 793 Jets ausgeliefert. Man hat 1175 Bestellungen brutto. Allerdings ist man damit vor Airbus, denn Airbus hat nur 1000. Ja, die Max-Abstürze, die 737 Max-Abstürze in 18, 19, so lang ist das schon her. Die Produktionsmenge, Qualitätsprobleme, dann hatten wir ja den Türstopfen-Vorfall in 24. Dann gab es den Produktionsdeckel für die 737 MAX von der FAA, der wurde jetzt wieder etwas gelockert. Man hat in die ersten 9 Monate 6 Milliarden Verlust gemacht, 7. Verlustjahr. Wahrscheinlich, man hat ja nicht nur die 737 MAX als Baustelle, sondern die 777X. Die AS-Auslieferung ist auf 2027 verschoben worden, 7 Jahre Verzug, 5 Milliarden Sonderbelastung. Und die 777X-Verzögerung ist auch extrem teuer, weil man sieht ja zum Beispiel, dass Lufthansa auf 737 MAX umgeschwenkt ist, weil man Naturalrabatte haben wollte. Carsten S. hat uns ja auch schon darauf vorbereitet gehabt, bevor die Bestellung publik wurde, weil man sagt, es ist besser, Naturalien zu nehmen in Form von Flugzeugen, als da dann auf Cash-Kompensation zu hoffen. Ja, denkt ihr, dass Boeing wieder zurückkommt zu ihrer Qualität und zu ihrer Sicherheitskultur, die sie vor Jahren hatten, dass man wieder den Spruch sagen kann,
if it ain't Boeing, I'm not going. Also insofern, wenn es nicht Boeing ist, dann fliege ich nicht, dann passiert hier nichts. Eure Meinung. Und Lufthansa hat sich eine Meinung gebildet zur Powerbank, und zwar gibt es neue Regeln ab dem 15. Januar. Das heißt also für die ganzen Konzern Airlines der Lufthansa Group. Gehen wir mal durch, was erlaubt ist, was verboten ist. Verboten ist Ladende von Geräten über Powerbanks, verboten. Powerbank im Gepäckfach, verboten. Transport im Aufgabegepäck, verboten, war ja schon immer verboten. Maximal 2 Powerbanks pro Passagier, maximal 100 Watt, 100 bis 160 Watt nur mit Airline-Genehmigung. Aufbewahrung am Körper, Sitztasche unter dem Vordersitz. Grund ist natürlich, dass Lithiumbrände sehr schwer zu löschen sind und natürlich auch hochgefährlich im Flug sind. Auslöser ist der Brand natürlich von der Air Busan 321 in Südkorea im Januar 2025, wo die Bude abgebrannt ist, Gott sei Dank am Boden. Und wenn ihr mal überlegt, wie viele Leute in so einem Flugzeug sitzen, nehmt einfach mal eine Maschine mit 480 Passagieren. Wie viele Powerbanks sind da? Ja? Und es sind ja nicht nur die Powerbanks, das sind ja iPhones, Samsungs, you name it. Da sind ja überall Batterien, Lithium-Ionen drin. Unglaublich. Oder wenn ich mit meinem Kameraequipment fliege, dann habe ich ja Lithium-Batterien bis zum Erbrechen am Mann, fast bildlich gesprochen. Ja, da bin ich mal gespannt. Warum gibt es eigentlich weltweit keine einheitlichen Powerbank-Standards? Weil der eine macht so, der andere macht so. Wäre mal ein Fall für die IATA. Ja, dann haben wir noch ein Abschlussthema heute für die schnelle Sendung, weil ich muss ja nach dem Flughafen, also nach San Diego Flughafen, und dann geht es nach Dallas und von da aus wieder nach Europa. Und erstes Februarwochenende, da könnt ihr, also das von der ersten kompletten Woche, war das der 8.? Ich schaue es nochmal gleich nach. Könnt ihr euch ja einen Knoten in die Socke machen oder ins Taschentuch oder wie auch immer, werden wir einen Stammtisch machen, einmal in München, einmal in Frankfurt. Genaueres kommt noch diese Woche. Ja, ist kein Angebot, ist eine Drohung. Ja, Loyalty, Air France, KLM, Flying Blue, Subscribe to Miles. Das Prinzip ist ganz einfach. Man hat ein monatliches Meilen-Abo, Mindestlaufzeit 3 Monate, 14 Tage Widerrufsrecht, sofern Meilen ungenutzt sind. Wenn man 2000 Meilen kauft, kostet das Ganze 1,4 Cent. Bis zu 17.000 Meilen, die man kaufen kann, das ist beim Bestpreis 1,10 Cent. Da versucht jemand ein Auto zu klauen. Ist günstiger als der reguläre Kauf, nur leicht teurer als der 120% Bonus-Sale. Was kann man sagen? Attraktive Meilen sind möglich, also Awards sind möglich, Stopover erlaubt, aber nur telefonisch buchbar. La Premiere ist nur für Platinum und höher vom Status, nicht über Partnerprogramme buchbar. Ja, da bin ich mal gespannt, für wen lohnt sich so ein Meilen. Aber ich bin ja bei Finnair zum Beispiel auch am Überlegen, ob ich ein Meilen-Abo mache, aber ich habe so viele Meilen, ich weiß gar nicht, was ich damit tun soll. Ihr könnt ja schreiben, ob das für euch interessant ist. Ihr denkt dran, wie immer den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, ein Like dazulassen und zu kommentieren, abonnieren und auf School zu kommen. Und die Frage des Tages einmal zum Thema Powerbank. Warum haben nicht alle die Powerbank-Regeln am Start, die gleich sind? Und wir haben nochmal als Frage logischerweise GTF-Triebwerke. Designfehler oder einfach nur ein beherrschbares Betriebsproblem. Also, bis morgen, bis dann, ciao, ciao. Und ich bin dann mal los, ich muss zum Flughafen.